Heute sind wir im White Team und ich wollte gerade etwas verspätet in Kaigas Assault starten. Ihr seht, wow, vor unserer Base ist alles voller Gegner. Ist natürlich schwierig, da rein zu diven. Muss ein bisschen warten, bis da jemand ein Opening kreiert. Und... ich habe ihn nicht bekommen. Ach, als ob der mich da rausgesniped hat. Ey, da waren so viele von unseren Leuten. Und der hat ausgerechnet mich aus Dagelo rausgesniped. Also ich glaube, es war Dagelo zumindest. Es sind immer noch sehr viele Gegner am Leben. Vielleicht wäre es klüger, einen Abgang zu machen. Ey! Ey! Habe ich den bekommen? Oh Gott. Ja, leider immer noch auf Kaigas Assault, auf FEC mit sehr schlechtem Equipment unterwegs. Aber ich dachte mir so, alle 2 Wochen kann man ja mal wieder rein diven. Krieg ich den? No! Da ist auch noch einer. Damn, wieso hält der so viel aus? Ja, was ist das? Psy? Damn. Tja, hat er einfach übelst weggetankt. So, bis wir die Orientierung wieder gewinnen ist. Wir haben tatsächlich 4 Artefakte. Ich bin tatsächlich in Team White. Also diesmal weiß ich auf jeden Fall auch, in welchem Team ich bin. Aber die Gegner haben viel mehr Kills, weil die wahrscheinlich nur am Fighten sind. Was jetzt zum aktuellen Zeitpunkt eigentlich auch noch gar nicht so ultra viel Sinn macht. Also ich meine, gut, wenn du sehr viele Kills machst, dann natürlich schon. Aber an für sich... Oh, da ist jemand in Dagelo. Da ist jemand in Dagelo und... Portbug. Love it. Ein Bot-Ranger hat mich getötet. Nice. Sehr schön. Ja, es scheint so, als wäre das gegnerische Team, I don't know, stärker im PvP maybe. Es sind schon 50 Kills Unterschied nach 3 Minuten. Fast 4 Minuten. Das ist schon ganz schön viel tatsächlich. Wenn das in der gleichen Geschwindigkeit weitergeht, ist Feierabend. Oh, maybe habe ich den Kill bekommen? I don't know. Oh! No! Ey, Junge, wie langsam castet mein Elle? Hat er gerade ernsthaft... Das ist nicht dein Ernst, oder? Hat er gerade ernsthaft schneller Hit of Penya gemacht, als ich Avalanche? Das ist nicht dein Ernst, oder? Also irgendwie fühlt sich gerade auch ein bisschen komisch an. Ich hatte auch gerade einen Portbug. Also I don't know, ob ich auch ein bisschen irgendwie lagge gerade oder so. Oder vielleicht der ganze Server. Es findet tatsächlich auch gerade 4-mal... Nee. Es findet gerade 5-mal Kaigas Assault statt. Also es könnte tatsächlich sein, dass auch die Server ein bisschen am aufgeben sind. Ich kann die nicht angreifen. Ich verstehe nicht, warum. Ich bin halt sowas von in Range und mein Charakter macht's einfach nicht. Es ist so verzögert irgendwie. What the hell is happening? Komisch. Ich meine, gut, ich habe gerade zugegeben, Master of Burudeng Tower Dailies mit 200 Cast gemacht. Vielleicht ist das gerade einfach nur wieder die Umstellung auf keine 200 Cast. Das könnte natürlich sein. Ja, das will ich nicht leugnen. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Aber gut, der eine Portbug war ja auf jeden Fall am Start. Also, bisschen minimale Lags sind auf jeden Fall am Start. Aber wie gesagt, 5-mal Kaigas Assault findet gerade jetzt auf FEC statt. Und wir sind in einem von diesen 5. Das ist schon pretty crazy. So, wir haben die Totem-Hoheit. Das war der Psy, der mich gerade gekillt hat. Oh ja, nice. Ich habe noch einen Angriff gedrückt auf eine Leiche und bin deswegen stuck in Animation und deswegen hatte ich gerade einen Portbug. Ey, wieso kann man eine Leiche angreifen? Wieso geht es überhaupt? Ach, come on. Also eigentlich hätte der mich nicht treffen dürfen. Der Elle, der uns gerade alle gekillt hat. Der hätte mich eigentlich nicht treffen dürfen. Aber ich sag mal so, ach so, by the way, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ich habe eine 5-fache Win-Streak, also wir müssten heute eigentlich zwangsläufig verlieren, denn ich habe eine 5-fache Winning-Streak. Ich habe jetzt 5-mal bei Kaigas Assault mitgemacht und alle 5 gewonnen. Also es ist echt nur eine Frage der Zeit, bis wir hier mal verlieren. Aber das ist echt nervig, wenn du zu spät auf den Gegner klickst und Skill drückst, dann ist es genau, klar ist beim Mobben auch so, beim Leveln. Aber es ist halt schon extrem kacke. Also im PvP hast du halt so einen krassen Nachteil dadurch. Muss man einfach sagen. Das ist schon mehr als nur ärgerlich. Oh mein Gott, es ist einfach genau das gleiche wieder passiert. What the hell? Avalanche ist auf Cooldown.
Ja, man merkt halt auf jeden Fall doch auch ein bisschen den Equipment-Unterschied, ne? Viele Leute hier mit 200 Cast, 160, krasses Equipment. Komischerweise sieht man bei den Leuten teilweise nicht mal das Level. Okay. Der wurde gerade gemoonbeamt, dann habe ich Avalanche gemacht, aber er wurde nicht gestunt. Yo, what is happening, man? Also das ist, keine Ahnung, crazy. Heute erlebe ich lauter verrückte Sachen. First Time PvP-Kapper. Also, aber das ist doch Bullshit. Ich meine, ja, dann ist der halt gemoonbeamt, deswegen muss er trotzdem gestunt werden. Also, das kann doch nicht wahr sein. Also, vielleicht habe ich auch gerade nicht richtig hingeguckt, aber Avalanche war auf jeden Fall auf Cooldown. Ich habe Avalanche definitiv gemacht und er war definitiv nicht gestunt. Also, keine Ahnung, was das war. Also, die Gegner scheinen sich wirklich stark aufs PvP zu konzentrieren, allerdings haben wir jetzt nicht mehr so einen krassen Kill-Nachteil. Nee. Die Gegner teleportieren sich ja teilweise auch so ein bisschen. Also irgendwie ist es halt schon so ein bisschen fishy. Also ein bisschen fishy ist es halt safe. Also bei den Gegnern sehe ich auch die ganze Zeit Leute, die hin und her teleportiert werden. Habe ich gerade teleportiert gesagt? What the fuck? Ah, jetzt mal ohne Spaß. Ich habe jetzt gerade sogar GT. Ne? Ich drücke Avalanche und es passiert einfach nichts. Also literally mindestens eine Sekunde Verzögerung einfach. Also das ist halt safe nicht mehr normal, was heute passiert. Der könnte mich ressen. Mochte aber nicht. Na gut, jetzt ist eh zu spät. Eieiei. Also das ist echt ätzend. Also ich kann es jetzt nur erklären, weil bisher hatte ich das eigentlich noch nie. Also ich habe jetzt schon echt oft Kaigas Assault mitgemacht und das ist literally alles, so gefühlt alles, was heute passiert ist, ist noch nie passiert. Also es kann jetzt wirklich auch nicht nur an meiner eigenen Inkompetenz liegen. Also das ist safe mit ein Grund, aber garantiert nicht der einzige. Also das ist halt echt ein bisschen komisch. Selbst der Teammate da hat sich gerade teleportiert, so ein Stück nach vorne einfach geportet. Weil da steht einfach ein Gegner mitten unter uns. What the fuck? So, jetzt ist er tot. Man sieht halt den Namen einfach nicht, ey. Du weißt ja nicht, ob er jetzt schon tot ist oder nicht. Das ist so geistesgestört. Ich habe gefühlt erst 2 Skills auf Gegner gemacht, weil ich immer eine halbe Minute Verzögerung gefühlt habe. Das ist auch krank. Da ist gerade schon wieder einer mitten unter uns gestanden, ein Gegner, und du siehst es einfach nicht. Da war gerade ein Jojo-Jester, er ist einfach aus uns reingesprungen, als würde er zu uns gehören. Einen weggesniped, schnell weggesprungen und er überlebt es ja doch eiskalt. Jetzt habe ich endlich mal wieder jemanden gestunt, ey, nach gefühlt 3 Minuten. Das ist crazy. Also, man merkt auf jeden Fall, Kaigas Assault ist definitiv immer noch nicht ausgereift, wobei man sagen muss, also wie gesagt, das letzte Video ist schon wieder 2 Wochen her, als ihr euch denkt, ja, das muss doch jede Woche, nee. Also ich wollte jetzt immer noch so 2-wöchige Updates geben, aber das ist genau das Problem, es gab schon seit über, keine Ahnung, wie lange es schon wieder kein Kaigas Assault Update mehr gab. Das ist auf jeden Fall schon wieder eine ganze Weile her. Ich meine, zumindest ist es spannend, I guess. 375 zu 333, 3:2 Totems und 53% Kaigas zu whatever der Rest ist. Also, I guess es ist spannend. Oh Gott. Wie kann ich eigentlich so langsam sein? Also, das ist irgendwie echt crazy. Also, du musst halt heute, also das mache ich sowieso immer, aber du musst halt heute legit jeden Skill 2-mal drücken, sonst wird er einfach nicht ausgeführt. Also sonst wird er 1000%ig nicht ausgeführt. Komm schon, irgendjemand. Ja gut, das war jetzt einfach nur Takedo. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Na egal. Ja, wir holen gerade sogar noch ein bisschen Prozente rein. Totems ist halt die Frage. Wenn die Gegner gleich 4 oder 5 Totems sich holen, wird schwierig.
Ist halt so ätzend, jetzt laufen so viele Ringmaster rum und die probieren nicht mehr zu resten. Oder ist schon ja, das war safe ein Ringmaster. Vorhin auch, ne? Also, klar, man hat nur so ein kurzes Zeitfenster. Also jetzt zum Beispiel stehen 10 Gegner auf meiner Leiche. Ich meine, natürlich werde ich da nicht gerestet. Aber halt, es gibt immer so kurze Zeitfenster, da könnte man schon schnell resten. Aber irgendwie... Und ich meine, ich bin jetzt jedes Mal eine halbe Minute tot oder so. Das ist nicht so, dass ich da nur 5 Sekunden liege und mich dann darüber aufrege, dass ich in den 5 Sekunden nicht gerestet wurde. Oder so. Ganz im Gegenteil. Was ich mal probieren könnte, wäre hier die Angriffslinie von den Gegnern so aufzubrechen. Aber ich mache halt so wenig Damage, ich kann halt einfach niemanden killen. Oh Gott. Ja gut, da war jetzt einfach der Cast-Nachteil. Aber ich wollte mich gerade schon aufregen, weil ich dachte, ich wäre hier hängen geblieben. Also ich dachte gerade, da steht, du kannst wegen eines Hindernisses nicht angreifen. Aber ich war einfach nur zu langsam, in dem Fall. Aber es sah so aus, muss man sagen. Also ich glaube, wenn ich jetzt Blinkpool gemacht hätte, das hätte auch passieren können. Na egal, wenn wir wieder gewinnen, wäre es natürlich crazy. 6 Siege in a row, natürlich alle absolut verdient. Und halt auch extrem unwahrscheinlich, muss man einfach mal sagen. Aber dadurch, dass hier halt, wie gesagt, so oft Kaigas Assault stattfindet, so viele verschiedene Teams, ist die wahrscheinlich... Also klar, es ist immer 50-50, entweder du bist im Sieger- oder im Loser-Team. Egal, in welchem Kaigas Assault du bist. Aber vom Prinzip her hast du halt immer wieder so viele neue Leute, so viele andere Leute, da ja, hast du halt die gleichen. Also ich sag mal, auf Boding ist es halt wirklich einfach nur, es sind immer die gleichen Leute und das ist halt, naja, 50-50, in welchem Team du bist. Aber hier gibt es halt so viele Teams, dass es halt eben nicht immer das gleiche ist, in welchem Team du bist. Also hier sind es halt jedes Mal komplett andere Teams, weil einfach so ultra viele Leute mitspielen. Genau. Fuji, ist das ein Knight? Das ist ein Knight. Gefühlt hat halt jeder Gegner eine Hernes-Waffe. Also, ist euch das mal aufgefallen? Die haben halt alle gottloses Equipment, ey. Das ist halt wirklich crazy. Oh! Achso, Blinkpool auf Cooldown, no mind. Oh, RIP. Ich wollte gerade nach vorne Blinkpool und es war noch auf Cooldown. Tja, mehr ist hier... Oh, oh, die Gegner haben aufgeholt. Oh boy, it's over. Ich habe ihn gestunt. Irgendjemand muss ihn töten. Ja, er ist tot. Ja. RIP. Sah so gut aus die ganze Zeit. Die ersten 10 Minuten waren wir in Führung. Jetzt geht's bergab. Jetzt geht's bergab. Und wisst ihr, woran es liegt? Weil wir einfach nie gerest werden. Wir verlieren so viel Zeit, weil wir nie gerest werden. Uff. Oh ja, jetzt ist Feierabend. Okay, die haben gerade das ganze Team ausgelöscht hier vorne. Und sie haben 4 Artefakte. Ich habe vorhin schon wieder Totems gesagt. Ich weiß nicht, warum ich immer Totems sage, to be honest, aber egal. Ja, jetzt haben sie die Oberhand auf jeden Fall. Der Typ ist hier halt auch die ganze Zeit mit seinem Luzakas Crystal Bow und niemand tötet ihn. Also hier sind wirklich 5, 6 von unseren Leuten. Der Typ ist gestunt und also es greift ihn gefühlt auch... Da war kein einziger anderer Gegner bei hier. Warum geht man nicht auf den einzigen Typen, der übelst die Bedrohung darstellt und der einzige in Reichweite ist? Wieso greift man den da nicht an? Du wirst niemals eine bessere Chance haben, als wenn er gestunt ist. Ey, ich hasse das so sehr, ne? Du siehst einfach nichts. Leben hier Gegner? Ich weiß es nicht. Es ist so zum Kotzen, ey. Die müssen dieses White Team und diese hässlichen Flügel und ganz ehrlich auch Gilden und Charnamen komplett entfernen. Eigentlich. Aber da muss einfach nur Player, also wirklich, da muss einfach nur stehen Player oder Spieler und dann die Farbe vom Team als Name. Oder einfach roter Name. Einfach Spieler. Das ist auch zensiert quasi, dass man nicht aktiv immer nur auf die gleichen Leute geht oder so. Da muss wirklich einfach nur der Name rot stehen oder weiß. Weiß ist logischerweise dein Team. Rot ist das Gegnerteam. Und alles andere muss entfernt werden. Da darf kein Teamname stehen, da darf kein Gildenname stehen, da darf kein Hero- und Master-Abzeichen sein. Es ist so unübersichtlich, wenn da 50 Leichen liegen. Du siehst einfach nichts. Du hast keine Ahnung. Steht da ein Gegner, steht da kein Gegner? Das ist insane. Also das muss unbedingt endlich kommen, dieses Update. Oh, ach komm, jetzt bin ich hierher gelaufen, nur um von Dark Illo Jester getötet zu werden. Das ist doch zum Kotzen, ey. Die können das halt einmal alle 30 Sekunden machen. Also wenn du von jemandem Dark Illo wirst, ist es actually unlucky, weil die können das halt nicht oft machen. In einem Kaigas Assault, abgerechnet noch mit den ganzen Toten und so, können die das vielleicht 10 Mal machen.
20 allerhöchstens, 10 bis 20 Mal. Also das ist schon echt unlucky. Also wenn du mehrfach geduckelotet bist. Ja, aber ich fürchte, ich hab's... Das Ding ist halt, ich hab's gewusst, dass wir... Oder ich hab ja gesagt, ich muss heute verlieren eigentlich, weil ich jetzt schon so oft gewonnen habe. Unverdientermaßen. Oder ohne wirklich was dazu beizutragen. Und ich hab's da sogar gesagt. Aber trotzdem sah es jetzt so gut aus, dass ich dachte, okay, Winning Streak continues. Aber nope. Jetzt ist wirklich Feierabend. Jetzt kommen wir nicht mal mehr zu Kaigas. Jetzt haben sie uns komplett abgeschnitten. Oh. Rache ist Blutwurst. Die haben zumindest gestunt, aber der Typ, der ihn töten wollte, wurde schneller getötet. Na, das wird jetzt ganz schnell zugemacht wahrscheinlich, weil wenn wir jetzt nicht mehr zu Kaigas kommen, dauert es maximal noch 2 Minuten. Achso, ja gut, okay, Kaigas dauert auch noch 2 Minuten. Aber ja. RIP. Ich meine, es ist schon irgendwie komisch, dass wir uns noch so zurückkämpfen konnten, weil die Teams sind ja immer gleich, ne? Das ist das, was mich manchmal so fasziniert. Du bist ja von Anfang an, kämpfen ja die gleichen Leute gegeneinander. Das heißt, wenn du am Anfang es schaffst, quasi, also das war ja nicht am Anfang, es waren eigentlich 10 Minuten oder so, war es 50-50. Und dann am Ende ist es plötzlich so Breakout-mäßig, boom, jetzt kriegst du komplett aufs Maul und hast keine Chance mehr. Das finde ich aber so faszinierend, weil wie kann das eigentlich sein, wenn es die ganze Zeit ausgeglichen ist, dass du dann plötzlich, ja, noch so unterliegst sozusagen. Also haben sie die Gegner dann zurückgehalten oder man weiß es nicht. Also das ist wirklich crazy. Ich mache literally 0 Damage. Holy shit. Ich habe den gerade gestunt und 2 70er-Skills reingedrückt und ich habe dem nicht mal 10% Schaden gemacht, gefühlt. Das ist echt geistesgestört. Was mich auch interessieren würde, ist, ob die Leute hier mit Power-Ups spielen. Ein bisschen wirkt es schon so, weil einfach nur besseres Equipment ist halt immer so eine Sache. Habt ihr bestimmt auch schon mal in der PK-Arena gesehen. Oh, na gut, also sauber. Ich komme nicht mehr ans Leben. Oh mein Gott, ich werde gerest. No way. Ich werde actually gerest. Oh my goodness. Let's go, baby. Comeback ist gestartet. Und noch ein gestunt, baby. Let's go. ich will lebend enden. Ich will lebend enden. Das klingt falsch. Yeah. Ja, also am Ende wurden wir halt komplett hergezockt. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, ehrlich gesagt. Geht eigentlich relativ ausgeglichen, die Top-Kills. Was bin ich? 40? Wie viele Kills hatte ich? 5? 6. Wow. Ja, das ist actually gar nicht so schlecht, weil, also, die Leute, die hier mitspielen, wie gesagt, die haben echt geistesgestörtes Equipment. Also dieser Prismain, gut, okay, er war auch Dritter natürlich. Luzagas Crystalbogen, aber wirklich fast jeder eine Herneswaffe am Start. Ist schon echt krank auf jeden Fall. Was war hier los? Artefakte waren die beiden, die am krassesten gemacht haben, waren bei uns. Sieht eigentlich auch tatsächlich relativ... Na gut, okay, das Ende der Top 10 ist komplett black. Aber eigentlich auch relativ ausgeglichen. Aber ja, gut, bei Kaiga ist dann einfach hergezockt worden. Oh mein Gott, was zum Teufel? Die 12 von den 14 ersten sind einfach Team Black. LMAO. Ja gut, das ist natürlich schwierig dann. Ja, wie gesagt, ich finde das auch trotzdem immer ganz wichtig, da nochmal so ein bisschen Licht drauf zu rücken. Hey, hier, Kaigas Assault, da gibt es immer noch Verbesserungspotenzial. Macht das doch mal. Dann würde das viel mehr Spaß machen. Und ja, wie gesagt, also das mit den Teamnamen und so, Gildennamen und so weiter, das ist so freaking nervig. Also ich check einfach nicht, warum man das überhaupt jemals so gestaltet hat, weil ich meine, also ja, es ist komplett crazy. Du siehst einfach, also da stand literally ein Jojo-Jester. Ich meine, klar, er kommt aus Dark Illu, also dass du erstmal kurz Probleme hast, weil da plötzlich aus dem Nichts ein Gegner auftaucht. Ich meine, okay, ja. Aber dann ist es ja auch so, dass selbst wenn du ihn dann sehen könntest, weil er nicht mehr in Dark Illu ist, siehst du ihn nicht, weil der rote Name von den ganzen anderen Sachen verdeckt wird. Und ich verstehe einfach nicht, wie jemals jemand gesagt hat oder gedacht hat, dass das funktionieren würde oder dass man das spielen kann. Vor allem, wenn man bedenkt, der Modus ist ausgelegt auf 100 versus 100. Das heißt, irgendwann, wie man es jetzt gerade gesehen hat, wenn man die volle Spielzeit hat oder fast die volle Spielzeit und die Leute irgendwann 40 Sekunden lang tot am Boden liegen, dann liegt halt auch alles voller Leichen und dann ist es extrem unübersichtlich und kacke. Also das ist einfach crazy. Aber egal. Danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich auf jeden Fall wie immer selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Vielleicht lief es bei euch besser. Heute keinen Sieg eingefahren.
von 75 auf 80 Kaigas-Chips. Und macht's gut, haut's rein. Schaut im Stream vorbei, Twitch in der Videobeschreibung, TK hier Livestreams. Ciao, ciao.